Father in heaven, Himmlischer Vater, thank you for bringing us together to study. wir möchten dir danken, dass du uns zusammenbringst, dass wir studieren können. Pray that you'll bring us into unity Wir beten auch, dass du uns in Einheit bringen möchtest, as your movement als deine Bewegung all over the world. auf der ganzen Erde verstreut. We can understand what these lines are teaching us. Und dass wir verstehen können, was diese Linien uns lehren. I pray that you'll be with us, Wir möchten beten, dass du mit uns bist, opening up parables, indem du uns die Gleichnisse öffnest impressing our minds. und dass du auf unseren Gedanken gut Einfluss hast. I pray this in Jesus' name. Und ich bete dies in Jesu Namen. Amen. Amen. So yesterday we finished looking at our reform lines. Gestern haben wir haben wir beendet, die Reformlinien, unsere Reformlinien anzuschauen. We had our 4 laid out, Wir hatten unsere 4 hier herangezeichnet gehabt. 144,000 and the 3 fractals. Die 144.000 und die 3 Fraktalen. And we're going to refer back to them. Und wir werden uns jetzt wieder auf diese beziehen. But the question that we asked Aber die Frage, die wir gefragt haben, towards the end so gegen das Ende hin, is on what reform line war auf welcher Reformlinie can we identify Raphia and Panium können wir die Wegmarken Raphia und Panium erkennen as midnight and a midnight cry. als ein Mitternacht und Mitternachtsruf. So we began our study into Acts 27, Also wir fingen unser Studium in Apostelgeschichte 27 an. and in this chapter Und in diesem Kapitel you have Paul's journey up till shipwreck hat man die Reise von Paulus bis zum Schiffbruch, on 2 different ships. wie er sich auf 2 verschiedenen Schiffen We're going to look at the first ship, befindet. Und wir werden uns das erste Schiff anschauen. whose story is covered in verses 1 to 5. Und diese Geschichte wird in Versen 1 bis 3 abgelichtet. It's the ship of Adramyttium, Und dies ist das Schiff von Adramyttium, which means to abide in death. welches bedeutet, im Tod zu verweilen. We began this story at Caesarea, Und wir fingen diese Geschichte in Caesarea an. and we saw that this is where Paul's journey began. Wir haben gesehen, dass das der Punkt ist, wo die Reise von Paulus anfing. And Caesarea means to be seven, Und Caesarea bedeutet so herausgetrennt zu werden, to be cut out. herausgeschnitten zu werden. And it's where we know that at the time of the end, Und wir wissen, dass es zur Zeit des Endes ist, you can see the stone begin to be severed from that mountain. dass der Stein angefangen wird, aus diesem Berg herausgeschnitten zu werden. We saw Paul give a message. Wir haben gesehen, wie Paulus eine Botschaft gegeben hat We identified it as the first angel's message. und wir haben sie als die erste Engelsbotschaft erkannt. And he first gave it to Felix, Und er hat sie als erstes zu Felix gegeben and it created fear, und es hatte Furcht verursacht, which is the response to the first angel's message. welche die Antwort oder Reaktion auf die erste Engelsbotschaft ist. Felix transitioned to Festus, Dann haben wir diesen Wechsel von Felix zu Festus, representative of the United States. welches die USA repräsentiert. But Paul gave the gospel message a second time, Aber Paulus gibt die Evangeliumsbotschaft zum zweiten Mal, this time to Agrippa, und dieses Mal zu Agrippa, a Jewish king, einen jüdischen König, and the 4th generation in der 4. Generation. of a series of kings Diese Serie von Königen, that from the birth of Christ war eine Serie von Königen, die vom Geburt Jesu an had killed the prophets. die Propheten getötet hatte. So we see the United States in Adventism, Also wir sehen die Vereinigten Staaten und den Adventismus, 2 different institutions. 2 verschiedene Institutionen. They begin to be tested Sie fangen an, getestet zu werden, or enter a probationary time, oder sie gehen jetzt in eine Gnadenzeit gehen sie ein, which is being symbolized by this ship. welche durch dieses Schiff symbolisiert wird. The meaning of the name, Die Bedeutung des Namens you're already dead. ist, dass man bereits schon tot ist. The message came, Die Botschaft kommt, but both Felix, Festus, and Agrippa aber alle Felix, Festus und Agrippa chose to abide in their dead condition. entscheiden sich dazu, in ihrer toten Zustand zu verbleiben. No change. Keine Veränderung. Then Paul set sail. Dann fängt Paulus, werden jetzt die Segel gesetzt. We came to Sidon.
Dann kommt man zu Sidon. marked a refreshing. Wir haben dort eine Erquickung markiert. The concept of waiting or tarrying. Dieses Konzept des Wartens, dieses Verziehens. We also marked the fourth generation, Wir haben auch die 4. Generation hier markiert. and as Ellen White calls it, an oasis. Und wie Ellen White es benennt, ist es als eine Oasis, so benennt es Ellen White. Then we looked at Sidon in Bible prophecy. Dann haben wir in der Bibel über Sidon geschaut, in der Prophezeiung. We looked at these verses, Wir haben uns diese Verse angeschaut. and it's particularly Jeremiah, Joel, and Ezekiel Und vor allem Jeremia, Joel und Ezekiel, that always mention Sidon as part of a threefold union. die Sidon immer als Teil einer dreifältigen Union erwähnt hatten. And without going into detail in each chapter, Und ohne jetzt in Details in jedem dieser Kapitel zu gehen, just by deduction, nur indem man eine einfache Rechnung tut, we could see Sidon was representative of the false prophet. sieht man, dass Sidon für den falschen Propheten steht, The United States. die Vereinigten Staaten. So we placed this at 9/11. Und wir platzieren es am 11. September. It's the early rain, Es ist der Frühregen, the tarrying time. die Zeit des Verzugs. And then we marked Cyprus. Und dann markierten wir Zypern. If we were to go to Acts 27, Wenn wir zum Apostelgeschichte Kapitel 27 gehen, we'll read verse 3 and 4. und dort lesen wir Verse 3 und 4. Und am nächsten Tag liefen wir in Sidon ein, und Julius erzeigte sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihn, zu seinen Freunden zu gehen und ihre Pflege zu genießen. Von dort fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde uns entgegen waren. So the next waymark we encounter is Cyprus. Also die nächste Wegmarke, die wir hier nun sehen, ist Zypern. If you were to look into the word Cyprus, Wenn man das Wort Zypern jetzt betrachtet, it comes from the word kittim. dann kommt es von dem Wort Kittem. If you were to look at kittim, Und wenn man Kittem betrachtet, ja, it takes you back to Genesis chapter 10. dann kommt man wieder zurück auf 1. Buch Mose Kapitel 10. Yesterday, Gestern we went to Genesis 10:16. sind wir zu 1. Buch Mose Kapitel 10, Vers 16 gegangen. Sorry, 15. Vers 15, Entschuldigung. To talk about Sidon. Um über Sidon zu reden. Sidon was the son of Canaan. Sidon war jetzt der Sohn von Kanaan. And we traced his lineage back to Noah, Und wir haben seine Linie bis zu Noah hin zurückverfolgt. giving us a second witness of the fourth generation. Und dies gab uns einen zweiten Zeugen für die 4. Generation. We have Agrippa, then we have Sidon. Wir haben Agrippa und wir haben auch Sidon. If we went to Genesis 10 verse 4, Wenn man zu 1. Buch Mose Kapitel 10, Vers 15 geht, it gives us the story of Kittim. 10, 10 Vers 4. Dort sehen wir die Kitäer. You want me to read? Und die Söhne Javans, Elisha, Tarsis, die Kitäer und die Dotaniter. So the father of Kittim was Javan. So, der Vater von Kitäer war Javans. If you were to read verse 2. Und wenn man Vers 2 liest, die Söhne Japhets waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Masech und Tiras. Verse 2 Vers 2, shows us Javan is the son of Japheth. da sehen wir, dass Javas der Sohn von Japhets war. So if you went into the meaning of the word Cyprus, Also wenn man jetzt die Bedeutung des Wortes Zypern betrachten möchte, it would tell you it's derived from the name Kittim. dann zeigt es, dass dieses Wort von dem Wort Kittim kommt. And Kittim takes you to the same chapter Und Kittim bringt uns dann zu dem gleichen Kapitel as Sidon. wie Sidon. Kittim is the son of Javan, Kittim ist der Sohn von Javans, who is the son of Japheth, welcher der Sohn von Japhets war, who is the son of Noah. welcher der Sohn von Noah war. So we have a third witness Also haben wir einen dritten Zeugen jetzt for the fourth generation, für die 4. Generation. which is why it's in a dead condition and chooses to remain that way. Und dies ist, warum es in einer toten Zustand ist und es auch sich entschließt, tot zu bleiben. We also mark Wir markieren auch, contrary winds. dass es hier Winde gibt, die entgegengesetzt sind.
We can discuss later what that means, oder Gegenwind. Wir können später darüber reden, was dies bedeutet. but I think it's worth noting. Aber ich denke, es ist wert, dies zu benennen. The name Cyprus Der Name Zypern comes from a word, kommt von einem Wort, Greek word, griechischen Wort, that means love, welches Liebe a blossom. und eine Blume bedeutet. That's Thayers. That's what? Thayers. Oh, das ist Thayers. But if you were to go into Hitchcock's Bible dictionary, Aber wenn man zu Hitchcocks Bibel Wörterbuch gehen würde, it gives us more context. dann kriegen wir dort mehr Kontext. It means to be fair. Und dort bedeutet es eigentlich schön zu sein. So Cyprus means to be fair. Zypern bedeutet schön zu sein, meaning fair like beautiful. Yes. Okay. You can get that Und das kriegt man her, by using, if you were to go to eSword, if you have that on your devices, und das würde man herausfinden, wenn ihr eSword, diese App auf euren Handys habt and look at some of the definitions, particularly from Hitchcock. und ihr euch einige dieser Definitionen anschauen würdet, bestimmt die von Hitchcock, im Speziellen die von ihm, It'll give you that meaning. dann wird es euch diese Bedeutung oder Auslegung geben. To understand what it means to be fair, Um zu verstehen, was es bedeutet, schön zu sein, I would suggest we turn to Song of Solomon chapter 4 verse 7. möchte ich vorschlagen, dass wir zu dem Hohelied gehen. I'm not sure in the German if it'll have the same word. Okay, go ahead, say the chapter again. Song of Solomon 4 verse 7. Hohelied 4, Vers 7. Seems to be the same. If you read that. Schön bist du, meine Freundin, in allem und kein Makel ist an dir. So I'm not sure how that's written in the German, Also ich bin mir nicht sicher, wie das im Deutschen geschrieben ist, but in the English, aber im Englischen it's in two parts. gibt es hier 2 Teile. First it says you're fair, Als erstes wird gesagt, dass du schön bist and then it describes what that means. und dann beschreibt es, was dies bedeutet. We could call this a repeat and enlarge. Wir können das hier eine Wiederholung und Erweiterung nennen. You are all fair Ihr seid alle schön equals bedeutet there is no spot in thee. oder ist gleich, dass da kein Flecken an dir ist, kein Makel. Ist das ein? And it says, it doesn't say on thee, Und es heißt ja nicht auf dir, there is no spot in thee. sondern es heißt kein Makel in dir im Englischen. Because to be fair Denn schön zu sein means to be pure, bedeutet rein zu sein, clear of contaminating material, rein von verschmutzenden Materialien zu sein, like a clear sky wie zum Beispiel ein reiner oder schöner Himmel or a glass of water. oder ein Glas Wasser. But within, Aber innen drin there is nothing that contaminates. ist nichts, was schmutzig macht, It's pure verunreinigt. or perfect. Es ist rein und perfekt. And while it's the Song of Solomon, Und wenn wir hier das Hohelied sehen, the text indicates an internal condition, dann tut der Text hier selber eine interne Zustand aufzeigen, not the external. nicht den externen. There is no spot in thee. Das heißt hier, es gibt kein Makel in dir. If you go to early writings, Wenn man zu frühe Schriften geht, 238.2, Seite 238, Paragraph 2. I'm just going to paraphrase. Ich werde hier das einfach in meinen Worten sagen, I'd encourage you to read paragraphs 1 to 3. aber ich möchte vorschlagen, dass man die Paragraphen 1 bis 3 liest. She's talking about Millerite history, Sie spricht hier über die Zeitperiode der Milleriten and she's talking about the time period near the close of the second angel's message. und sie spricht speziell über die Zeitperiode, die das Ende der zweiten Engelsbotschaft behandelt. She saw a great light from heaven shine upon God's people. Und sie sah ein großes Licht vom Himmel auf Gottes Volk scheinen.
saying, Behold, the bridegroom cometh, go out to meet him. welches sagt, siehe, der Bräutigam geht ihm aus entgegen. So this is near the close, Also das ist nahe dem Ende oder dem Abschluss entgegen. and she says that this was the midnight cry, Und sie sagt, dies ist der Mitternachtsruf, which was to give power to the second angel's message. der, wovon sie sagt, der Kraft dem zweiten Engelsbotschaft geben sollte. So she is pinpointing the time period of the midnight cry. Also sie gibt genaue Zeitsetzung oder beziehungsweise sie bezieht sich genau, wann diese Botschaft gegeben wird. She goes on to describe what this looked like, Und sie geht dann weiter und beschreibt, wie das auch aussieht how the power of God worked. und wie die Kraft von Gott funktioniert hat. And then in the third paragraph, Und im dritten Paragraphen, she says the effect. da beschreibt sie dann die Auswirkung. It went from city to city, Es ging von Stadt zu Stadt, from village to village, von Dorf zu Dorf, until the waiting people of God were awoken. bis die wartenden Volkes Gottes alle erweckt waren. But she says in many churches, Und sie sagen, in vielen Kirchen they wouldn't allow this message. würden sie diese Botschaft nicht erlauben. A large company who had the living testimony Und eine große Schar, die das lebendige Zeugnis hatte, left these fallen churches. haben die abgefallenen Kirchen verlassen. So a mighty work was accomplished by the midnight cry. So war ein großartiges Werk durch den Mitternachtsruf vollbracht worden. It caused the people to seek a living experience for themselves. Dies verursachte den Menschen eine lebendige Erfahrung für sich selbst zu erfahren. How do we define the living testimony? Wie definieren wir das lebendige Zeugnis? I would suggest the living testimony Ich würde vorschlagen, dass dieses lebendige Zeugnis means people who are a testimony bedeutet, dass Menschen, die ein Zeugnis sind, by purity indem sie rein sind, within. und zwar von innen heraus. They're a living example Sie sind ein lebendiges Beispiel of perfection. der Perfektion. I'd note we're talking about prophecy, not morality. Und ich möchte hier vorschlagen, dass wir über Prophezeiung sprechen und nicht über Moralität. So when it's fair within, Also wenn es schön innen drin ist, we could define that as the living testimony. dann könnten wir dies als das lebendige Zeugnis definieren. And this is the experience that occurs under the midnight cry. Und das ist diese Erfahrung, die innerhalb des oder unterhalb des während des Mitternachtsrufs passiert. It's also at Cyprus, Und es ist auch in Zypern, not at Cyprus, nicht in Zypern, but the role this area played in the book of Acts aber diese Rolle, die diese Gegend Zypern in dem Buch von Apostelgeschichte spielt, caused a lot of problems hat viele Probleme verursacht for the early Christian church, für die frühen Christen. because it's at Cyprus Denn es ist in Zypern, that they encountered Elymas. dass sie Who was the guy? Elymas, Elymas treffen. also called himself Bar Jesus. Oder er hat sich selbst auch Bar Jesus genannt. We won't go through his story. Wir werden jetzt nicht durch seine Geschichte hindurchgehen. I just want us to notice Ich möchte einfach nur, dass ihr es hier seht, that in the book of Acts, dass in dem Buch von der Apostelgeschichte, there's two false prophets, dass es da 2 falsche Propheten gibt. Elymas Elymas and Simon Magus. und Simon Megas. And both of them Simon Magus. Und beide von ihnen originated from Cyprus. kamen aus Zypern ursprünglich. So when we come to this waymark, Das heißt, wenn wir zu dieser Wegmarke kommen, we can mark two false prophets. können wir 2 falsche Propheten markieren. We spoke yesterday of information streams. Gestern haben wir uns über Informationsströme unterhalten, 2 davon. And what we said Und was wir gesagt haben, is that there isn't just one message that divides two groups. ist, dass da nicht nur eine Botschaft gibt, die einfach 2 Gruppen herstellt oder in 2 Gruppen trennt, The people are choosing between two different narratives. sondern die Leute wählen zwischen 2 Nachrichten, Two different messages. 2 verschiedenen Botschaften. So we come to this waymark, Und wenn wir jetzt zu dieser Wegmarke kommen, we can see two false messages. dann können wir 2 falsche Nachrichten oder Botschaften sehen. In the story of the early Christian church, Und in der Geschichte der frühen christlichen Kirche
Elymas was external. Dann war Elimas war extern. A false stream of information Ein falscher Informationsstrom outside the early movement außerhalb der frühen Bewegung, who was opposing their message, welcher ihre Botschaft ablehnte oder gegenstellte. contrary to. Es war in Opposition dazu. And he was causing those Gentiles Und er hat es dahin gebracht, dass diese Heiden oder verleitete sie dazu, to disbelieve the message of prophecy. die Botschaft der Prophetie kein Glauben zu schenken. So we have an external false prophet. Also haben wir einen externen falschen Propheten. Simon Magus Und Simon Magus was internal that movement, war intern in der Bewegung. a baptized member of the early Christian church. Er war getauft und ein Mitglied der frühen christlichen Gemeinde. Ellen White lists Simon Magus Ellen White, sie schreibt über Simon Magus with Ananias and Sapphira, und sie zählt ihn auf mit Ananias und give me the word. Sapphira, Ananias und Sapphira, Demas, Demas, Judas Iscariot, Judas Iskariot false brethren. und sie nennt sie falsche Brüder. She says that false brethren will be found in the church Und sie sagt, falsche Brüder werden in der Kirche gefunden werden until the close of time. bis zum Ende der Zeit. So we have an internal and an external false prophet. Also haben wir einen internen, einen externen falschen Propheten. An internal and an external false stream of information, Einen internen, einen externen falschen Informationsstrom. which means there must be an internal and an external true source of information. Welches bedeutet, dass wir auch einen internen, externen, wahren Informationsstrom haben müssen. I don't want to go all through their stories, Ich möchte jetzt nicht komplett durch ihre ganzen Geschichten hindurchgehen, but if we were to talk about Simon Magus, aber wenn wir über Simon Magus reden werden, what was his problem? was war denn sein Problem? If we were to go to Acts 8:23, Wenn man zur Apostelgeschichte 8, Vers 23 geht, Acts 8:23. Apostelgeschichte 8, Vers 23. Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in den Fesseln der Ungerechtigkeit. The problem with Simon Magus Das Problem mit Simon Magus ist, is that he was in the gall of bitterness. dass er in einer bitteren Galle festgesteckt ist. What does it mean to be in the gall of bitterness? Was bedeutet es, in bitterer Galle zu stecken? Oder gefesselt zu sein? There's only a couple of times that Ellen White uses that phrase. Es gibt nur ungefähr zweimal, wo Ellen White diesen Satz benutzt. Most of them are just kind of general. Viele von ihnen sind eigentlich relativ nur generell gehalten. The only time I find her properly define it Und das einzige Mal, wo ich hier sehe, dass sie es wirklich definiert hat, was es bedeutet, is when she's writing about a Dr. Kellogg. ist, wenn sie über einen Dr. Kellogg spricht. And she defines what a gall of bitterness is. Und hier schreibt sie, was eine Fessel der Bitterkeit ist. Dr. Kellogg Dr. Kellogg was putting out a message. hat eine Botschaft herausgegeben He was saying that he was in harmony with Ellen White. und er hat gesagt, ich bin in Harmonie mit Ellen White. He's using the same methodology, Er benutzt die gleiche Methode and that they're all in unity. und dass sie alle in Einheit herrschen. He was forced to surrender, Aber er musste sich untergeben. and Ellen White says that though he says that he does surrender, Und Ellen White beschreibt ja auch, wenn er sagt, dass er es aufgegeben hat oder sich übergeben hat, he does not, dass er es nicht tut. because he does not speak or act as someone who has surrendered. Denn er spricht und handelt auch nicht so wie als jemand, der sich übergeben hat. She says he has had bitterness of soul Sie sagt, dass er Bitterkeit in der Seele hat against God's appointed agencies gegen Gottes ausgewählte Agenten oder Leute, die er benutzt zum Arbeiten, who have occupied the position of President of the General Conference. welche die Position als Präsident der Generalkonferenz beinhalten. He has hated them. Er hat sie gehasst. Has he surrendered that gall of bitterness? Hat er diese Fessel der Bitternis übergeben?
She says the whole of the matter is not revealed. Und sie sagt, das Ganze wurde nicht offenbar gemacht. And all that he's doing Und alles, was er tut, is gathering his forces dass er seine Stärken zusammenbringt, to make another effort to magnify himself. Dann ein Versuch startet, sich nochmal selbst hervorzuheben. SP TB 07 61.4. Also SPTBO 761.4. So that's special testimonies. Okay, 61.4. So the problem with Kellogg So, das Problem mit Kellogg is jealousy ist Eifersucht and pride. und Stolz. He's claiming to write in harmony with Sister White, Er behauptet von sich, dass er in Einheit gegenüber Ellen White schreibt, but he's undermining her message. aber er tut ihre Botschaft verkleinern oder And untergraben. the goal of bitterness Und diese Fessel der Bitterkeit is hatred and jealousy ist Hass und Eifersucht against God's appointed leadership. gegen Gottes eingesetzte Leiterschaft. We're marking this at the point of the midnight cry. Und wir markieren das hier am Mitternachtsruf. We can stretch this period out Und wir können diese Zeitperiode etwas auseinanderziehen to a midnight zu einem Mitternacht and a midnight cry. und einem Mitternachtsruf. And if we were to talk about our time period, Und wenn wir über unsere Zeitperiode sprechen, we're talking about 2014, sprechen wir über 2014 2018, und 2018, leading up to 2019. was dann bis zu 2019 führt. And this is a time period Und dies ist eine Zeitperiode of apostasy. des Abfalls. Kellogg was an alpha apostasy. Kellogg war der Alpha-Abfall. And his problem Und sein Problem was a goal of bitterness war diese Fessel der Bitterkeit against the leadership. gegen die Leiterschaft. So in this time period, Also in dieser Zeitperiode hier we've had a number of shakings, hatten wir eine Anzahl von Sichtungen. and I would suggest Und ich würde vorschlagen, a large part of the problem ein großer Teil dieses Problems is jealousy and bitterness ist Eifersucht und Bitterkeit against God's appointed leadership. gegen Gottes eingesetzte Leiterschaft. We saw that beginning in 2014. Und wir haben das gesehen, dass es 2014 anfing. But we're marking this as the midnight cry. Und wir markieren das hier als den Mitternachtsruf. I don't believe the Omega apostasy is finished. Und ich glaube nicht, dass der Omega-Abfall abgeschlossen ist. The whole of the matter is not revealed. Das Ganze ist noch nicht ganz offenbart worden. So when we come to Cyprus, Also wenn wir jetzt zu Zypern kommen, we can see the internal, da sehen wir das Interne, but it's mirrored by the external. aber es wird gespiegelt von dem Externen. And as we said yesterday, Und wie wir bereits gestern schon gesagt haben, there's two streams of information da gibt es zwei Informationsströme. externally, Extern, a true and a false. ein wahrer und ein falscher. There has to be. Die muss es geben. Otherwise, the Nethinims cannot make any decision Ansonsten können die Tempeltiener überhaupt keine Entscheidung treffen. for or against the beginning stirrings of the Sunday law. Für oder gegen diese Anfangsaufwühlungen für das Sonntagsgesetz. But they're expected to make decisions long before the Sunday law. Aber von ihnen wird erwartet, dass sie Entscheidungen treffen schon lange vor dem Sonntagsgesetz. Which means they must have a pure and a true source of information. Welches bedeutet, dass sie einen wahren und eine reine und eine falsche Quelle haben. To the same degree that we were expected to identify 9/11, Quelle von Informationen. Zur gleichen Maße, wie wir von uns es erwartet werden, eine Information über den 11. September zu haben, based on a true source of information. basierend auf einer reinen Informationsquelle. Simon Makers Simon Magnus became the greatest enemy of the early Christian church. wurde zu dem größten Feind der frühen christlichen Gemeinde. He traveled to Rome, Er reiste nach Rom, went into an alliance with Nero, ging eine Allianz mit Nero ein and engineered
the martyrdom of Peter. Und kreierte dort das Märtyrertum von Petrus. It was much more dangerous than Elymas. Also er war wesentlich gefährlicher als Elimas. Back in Acts 27, Also in Apostelgeschichte 27, they went from Caesarea to Sidon to Cyprus. da gingen sie von Caesarea zu Sidon und dann zu Zypern. And in verse 5, Und in Vers 5 we'll see the end of the journey of this ship. sehen wir nun das Ende der Reise dieses Schiffes. Und nachdem wir das Meer bei Sizilien und Pamphylien durchgesegelt hatten, kamen wir nach Myra in Lycien. After Cyprus, Nach Zypern they sail over the sea of Cilicia and Pamphylia. segeln sie über das Meer bei Sizilien und Pamphylien. Silizien. Sounds much nicer when you say it. Cilicia Silizien in Australian in Australien means to overturn. bedeutet umzudrehen. Pamphylia Und Pamphylien means a nation bedeutet eine Nation, made up ähm, of every tribe. bedeutet eine Nation, die aus jedem Stamm herausgeht, also entsteht aus jedem Stamm. So put together Also tut dies jetzt zusammen. means an overturning Wenn man es zusammenbringt, dann bedeutet es etwas, das umgedreht wird and a nation made up of every tribe. und eine Nation, die aus jedem Stamm hervorgeht. So what's being overturned? Also was wird denn hier umgedreht? What is this ship representing? Was repräsentiert dieses Schiff? We went back to Caesarea. Wenn man zurück zu Caesarea geht, We'd see that this ship represents the United States and Adventism. da sehen wir, dass dieses Schiff die Vereinigten Staaten und den Adventismus darstellt. Two institutions. 2 Institutionen. We come down to this time period, Wenn man dann zu dieser Zeitperiode kommt, the end of our reform line, zum Ende unserer Reformlinie, between Cyprus zwischen Zypern and Myra, und Myra, a city of Lycia. eine Stadt von Lycien. It's between these two waymarks Und es ist zwischen diesen 2 Wegmarken, that the United States and Adventism dass die Vereinigten Staaten und der Adventismus, are overturned. dass sie überwältigt werden. And what you see rise up Und was man dann aufkommen sieht, is a nation made up of every tribe. ist eine Nation, die aus jedem Stamm hervorgeht. Between the midnight cry and the Sunday law, Und zwischen dem Mitternachtsruf und dem Sonntagsgesetz, and we'll go on to define those in a moment, und wir werden in einem Moment diese 2 definieren, we expect to see an overturning. da sehen wir ein Überwältigen. What falls in this time period Was in dieser Zeitperiode fällt, from the time period of Cyprus, von der Zeitperiode von Zypern, which we're going to call Panium, welches wir Panium nennen werden, to the Sunday law, bis zum Sonntagsgesetz, is the sixth head of Bible prophecy. ist dieser 6. Kopf der biblischen Prophetie. This is the United States. Das ist die Vereinigten Staaten. I know we've skipped some logic. Und ich weiß, wir haben hier einige Logik übersprungen. I'm saying that this midnight cry is the waymark of Panium. Und ich sage, dass diese Wegmarke Mitternachtsruf hier Panium ist. We're going to come back to this period of history Wir werden zu dieser Zeitperiode noch zurückkommen. at least twice more in our studies this week. Bestimmt noch 2-mal in unserem Studium diese Woche. So I'm going to just state it as now and prove it later. Also ich werde es jetzt hier einfach nur sagen und später werde ich es dann beweisen. Between Panium and Sunday law, Zwischen Panium und dem Sonntagsgesetz you see the story of this boat, sieht man die Geschichte oder die Reise dieses Bootes. two different institutions, 2 verschiedene Institutionen, progressively overthrown. die voranschreitend überwältigt werden. The sixth head of Bible prophecy falls, Der 6. Kopf der biblischen Prophetie fällt and the seventh rises. und der 7. Kommt auf. The United States falls, Die Vereinigten Staaten fällt and what rises up
Und was dann aufkommt, is a nation made up of every tribe. ist eine Nation, die aus jedem Stamm entsteht, The United Nations. welche die Vereinigten Nationen sind. We want to look at that Und wir möchten dies betrachten, throughout our studies während wir weiter studieren. and understand what it looks like. Und wir möchten verstehen, wie dies aussehen wird. Instead of doing that now, Und anstelle, dass wir das jetzt tun werden, that might be something that we're going to come back to. das wird wahrscheinlich etwas sein, worauf wir zurückkommen werden. I just want us to think, Ich möchte, dass wir darüber nachdenken. why would the United States begin to fall here? Warum ist es, dass die Vereinigten Staaten hier anfängt zu fallen? And if the United States has fallen here, Und wenn die Vereinigten Staaten hier dann gefallen sind, why is it passing a Sunday law? warum erlässt es hier ein Sonntagsgesetz? And why is the United States then forcing the world to follow it? Und warum tut die Vereinigten Staaten dann die ganze Welt dazu zwingen, auch eins zu erlassen? Because the rest of the world Oder dem zu folgen? Denn der Rest der Welt follows the United States folgt der Vereinigten Staaten, in passing a Sunday law. in dem ein Sonntagsgesetz zu erlassen. Some willingly, some unwillingly. Einige willentlich, die anderen nicht. So is the United States more powerful Also ist die Vereinigten Staaten mächtiger before Sunday law or after? vor oder nach dem Sonntagsgesetz? Because if the United States was going to try and get countries to pass a Sunday law, Denn wenn die Vereinigten Staaten ein Sonntagsgesetz jetzt möchte, dass es die anderen Nationen tun, in our history, in unserer Geschichte, they would not do that. dann würden diese anderen Nationen das momentan nicht tun. India wouldn't. Indien würde es nicht tun. Pakistan, Pakistan würde es nicht tun. China, China, Russia, Russland, Germany, Deutschland. these countries are not going to pass a Sunday law. Diese Länder würden kein Sonntagsgesetz erlassen. So whatever that Sunday law looks like, Also wie auch immer dieses Sonntagsgesetz aussehen würde, it must be on some level done by force, dann muss es auf einer Ebene mit einer Art von Zwingen passieren, at least in Zwang. at least in some countries, zumindest in einigen Ländern, which indicates welches uns aussagt, the United States has more power after Sunday law, not less. dass die Vereinigten Staaten nach dem Sonntagsgesetz mehr Kraft oder Macht haben. And the story that Adventists tend to share Und die Geschichte, die die Adventisten dazu neigen, sie mitzuteilen, is that what this seventh kingdom looks like ist, dass die Art und Weise, wie dieses 7. Königreich ausschaut, is the United Nations es ist die Vereinigten Nationen, willingly following the United States die willentlich den Vereinigten Staaten folgt, because they're all being brought together by globalists. denn sie sind alle von Globalisten zusammengebracht worden. The Rothschilds, Die Rothschilds, George Soros. George Soros. All of these globalists All diese Globalisten have brought in the New World Order, haben die neue Weltregierung reingebracht, taken away all the guns, haben die ganzen Waffen weggenommen, bringing in some type of liberal agenda, haben eine liberale Agenda eingebracht, combined with the European Union, kombiniert mit einer der Europäischen Union, set up a one world government, haben sie eine Weltregierung aufgebaut and all the world is complying. und die ganze Welt läuft einfach mit. The only reason that Adventism is teaching that Und der einzigste Grund, warum der Adventismus dies lehrt, is because that's the exact same thing being taught by Trump supporters, ist genau das gleiche wird von Leuten gesagt, die Trump unterstützen, to justify the Sunday law they're already trying to bring in. das Sonntagsgesetz, das sie bereits schon versuchen reinzubringen, zu rechtfertigen. The wine of apostate Protestantism. Die Linie des abgefallenen Protestantismus. Wie viel? The line or Wine. the wine? Wine. Oh, okay. Der Wein des abgefallenen protestantischen. That paints the end of the world in that picture. Welche das Ende der Welt dies so malt. That's not what we see happening. Und das ist nicht, was wir sehen werden, was passieren wird. We want to go over this history Wir werden über diese Geschichte gehen, and discuss what that phrase means, werden darüber sprechen, was dieser Satz bedeutet, New World Order.
neue Weltregierung. But for now, Aber für nun We'll oder just- bis jetzt place that time period on our reform line. werden wir diese Zeitperiode einfach nur auf unserer Reformlinie platzieren. We also need to explain Und wir werden auch erklären müssen, Adventism, der Adventismus. because they're connected at every waymark. Denn sie sind an jeder Wegmarke, stehen sie da in Verbindung. So what is overthrown here Also was hier überwunden wird oder überwältigt, is not just the institutions of the United States, dann ist es nicht nur die Institution der Vereinigten Staaten, it's the institutions of Adventism. sondern auch die Institution des Adventismus. We then want to understand what is coming up in this history. Und wir müssen dann verstehen, was dann auch in dieser Zeit dann aufkommen wird. And that work is accomplished at the Sunday law. Und dieses Werk wird am Sonntagsgesetz abgeschlossen. The completed fall of Felix and Agrippa Der komplette Fall von Felix und Agrippa, of the United States and Adventism. den Vereinigten Staaten und Adventismus. Myra Myra comes from the word myrrh. kommt von dem Wort Myrrhe. Myrrh is not a Greek word, it's a Hebrew word. Myrrhe ist nicht ein griechisches Wort, sondern ein hebräisches Wort. So to define its meaning, Um jetzt seine Definition zu erkennen, we need to go to the Old Testament and into the Hebrew. müssen wir zu dem Alten Testament gehen und dort in das Hebräisch. But its meaning is bitterness, Und seine Bedeutung ist Bitterkeit, to be bitter. also bitter zu sein. So Myra, Also Myra, it talks about distilling, es handelt hier von Destillation as in drops, in Bezug auf Tropfen, but it also is connected to bitterness. aber es auch steht in Verbindung mit Bitterkeit. It's a city of Lycia, Es ist eine Stadt von Lycien. I've lost my notes. Ich habe meine Notizen hier verloren. Lycia has a complicated meaning. Lycien hat eine komplizierte Namensbedeutung. You have to go back into the root words, Man muss zurück zu den Wurzelworten gehen. but it means like a wolf, Like a what? like a wolf. Es bedeutet ein Wolf. That's its surface meaning. Also das ist eine oberflächliche Bedeutung, ein Wolf. It's like a wolf in the sense of its cruelty, Es ist ein Wolf in Bezug auf seine Brutalität greed, and destruction. und seine Zerstörung. They use the same words in their description Und sie benutzen die gleichen Worte in ihrer Beschreibung, as Ellen White used against Felix. wie Ellen White benutzt hat, indem sie Felix beschrieben hat. But if you go back into its root word, Aber wenn man dieses Wort zurückverfolgt zu seiner Wurzel, it's particularly talking about a white wolf handelt es hier im Speziellen von einem weißen Wolf and the shimmer of its hair. und den Glanz seines Haares oder Fells. So its root words connect to color, Also das Wurzelwort bezieht sich auf die Farbe, which they identify as being the part of the wolf. welche sie identifizieren als Teil des Wolfes. It means white, Also es bedeutet weiß, but not just a plain white, aber nicht einfach nur ein normales Weiß, something brilliant, sondern etwas Brillantes, light. also Lichtscheinendes. It shines. Es scheint. Thayers defines that Teil definiert das, the color that this word is referring to dass diese Farbe, dieses Wort sich darauf bezieht, is the whitening color of grain at harvest. ist, dass diese weiße Farbe ist von Weizen oder Korn, das reift. So at this waymark, Also an dieser Wegmarke hier, which we've already placed as the Sunday law, wir haben sie bereits schon im Sonntagsgesetz markiert, you can mark bitterness kann man Bitterkeit markieren, and harvest time. aber auch die Erntezeit. And who's being harvested at Sunday law? Und wer wird denn am Sonntagsgesetz geerntet?
This is the Nethinims or the world. Dies sind die Tempeldiener oder auch die Welt genannt. It should be of interest to us. Also wir sollten daran interessiert sein. We haven't done those studies yet. Wir haben diese Studien bis jetzt noch nicht getan. I just want us to note. Ich möchte einfach nur, dass wir wissen, We're going to go into a study of Pyrrhus. wir werden ein Studium über Pyrrhus uns anschauen. And when we study Pyrrhus, Und wenn wir die Geschichte von Pyrrhus studieren, we're going to look at the end of his journey. dann werden wir das Ende seiner Reise betrachten. We'll talk about Panium. Da werden wir über Panium reden. Then we'll talk about his overthrow Dann werden wir darüber reden, wie er überwältigt wird. when he's finally killed Und dann, wenn er schlussendlich getötet wird, at the city of Argos. in der Stadt von Argos. And we place this, Und wir platzieren dies, like here, as Sunday law. wir platzieren das auch am Sonntagsgesetz. Lycia we place at Sunday law on the line of Acts 27. Lycia platzieren wir am Sonntagsgesetz in der Linie von Apostelgeschichte 27. And it's talking about the color of grain at harvest. Und es handelt hier um die Farbe des Kornes zur Zeit der Ernte. Argos, Argos, where Pyrrhus is killed, wo Pyrrhus getötet wird, we also are going to place at Sunday law when we do the lines of Pyrrhus. werden wir auch am Sonntagsgesetz markieren, wenn wir die Linie von Pyrrhus durchgehen werden. I just want us to note it has the exact same meaning. Ich möchte einfach nur, dass ihr seht, dass dies die exakt gleiche Bedeutung hat. The name Argos Der Name Argos means white, bedeutet weiß, but not any white. aber nicht einfach nur irgendein Weiß, It's the color of ripening grain at harvest time. sondern es ist die Farbe von reifenden Korn während der Erntezeit. So we have two witnesses Also wir haben zwei Zeugen, to place this at the Sunday law um dies am Sonntagsgesetz zu markieren. with the context of that color of ripened grain. Im Kontext von, dass dies die Farbe ist von Korn, welches am Reifen ist. So this is the end of Paul's journey on the first ship. Also dies ist das Ende von der Reise von Paulus auf dem ersten Schiff. Acts 27 verse 6 Apostelgeschichte 27, Vers 6. says they disembarked at Myra. Da heißt es, dass sie in Myra aussteigen. It's here they found a ship Und hier fanden sie nun ein Schiff, of Alexandria das Schiff aus Alexandria, that was going to sail to Italy, das nach Italien reisen sollte. and they were placed in that ship. Und sie wurden auf dieses Schiff gebracht. So we have in verse 6 Und in Vers 6 dann the beginning of the second ship. sehen wir den Anfang des zweiten Schiffs. So just to review this first ship, Um einfach nur mal das erste Schiff jetzt hier nochmal zu wiederholen. it's verses 1 to 5. Die Verse 1 bis 5. It's a bad ship. Es ist ein schlechtes Schiff. It means to abide in death. Es bedeutet, im Tod zu verweilen. So you're going to stay in that dead condition. Also man verbleibt in diesem Todeszustand. And who chose to stay in that condition is the institutions of the United States and Adventism. Und wer sich dazu entscheidet, in dieser Zustand zu verweilen, ist die USA und der Adventismus. Then we came to Sidon, Dann kamen wir zu Sidon, identified it as representing the false prophet. haben wir aufgezeigt, wie hier der falsche Prophet markiert werden kann. But we also marked the tarrying time and the early rain. Aber wir markierten hier auch die Zeit des Verzugs und der Frühregen. Cyprus, Dann Zypern, the living testimony of the midnight cry. das lebendige Zeugnis des Mitternachtsrufes. Contrary winds in this history, Hier haben wir auch Gegenwinde, which we're marking as Panium. welche wir als Panium markieren. But you also have the problems of internal and external false prophet. Wir haben hier auch das Problem des internen, externen falschen Propheten. Then you have Cilicia and Pamphylia, Dann haben wir Sizilien und Pamphylia, the time period between Panium and the Sunday law, die Zeitperiode zwischen Panium und dem Sonntagsgesetz. when these two institutions Wenn diese zwei Institutionen are overthrown. überwältigt werden. That's a progressive history. Das ist eine voranschreitende Geschichte. The fall of the sixth kingdom, the rise of the seventh. Der Fall des 6. Königreiches und das Aufkommen des 7. Königreiches, Leading to Sunday law, welches uns zum Sonntagsgesetz leitet, where those institutions cease,
wo diese Institutionen aufhören, we find marked harvest, finden wir, dass die Ernte markiert wird, but we're also marking a bitter experience. aber wir markieren auch die bittere Erfahrung. So that's the ship of Adramyttium. Also dies ist das Schiff von Adramyttium. In verse 6, In Vers 6, they begin their journey on a new ship. da fangen sie ihre Reise auf einem neuen Schiff an. So we have to identify Also müssen wir nun aufzeigen, what this ship can represent. was dieses Schiff nun repräsentieren kann. We will lay out the lines in more detail Wir werden die Linie noch detaillierter aufzeigen, once there's a new board, sobald wir eine neue Tafel haben. but I'll just put one segment. Aber ich werde hier ein Segment aufzeichnen. Just want us to note Aber ich möchte, dass wir hier markieren oder merken, how we're going to treat this new journey. wie wir diese neue Erfahrung oder Reise jetzt angehen werden. Adramyttium Adramyttium means to abide in death. bedeutet im Tod zu verweilen. Alexandria Alexandria means the protector bedeutet der Beschützer or the defender oder der Verteidiger of the people. der Menschen oder des Volkes. So one of these ships Also eine dieser Schiffe has a negative name. hat einen negativen Namen. It's a bad ship, Es ist ein schlechtes Schiff. abiding in death. Es verbleibt im Tod. Our new ship Und unser neues Schiff comes from the word or name Alexander, kommt von dem Wort oder dem Namen Alexander. and it means to protect or defend the people. Und es bedeutet, das Volk der das Volk beschützt oder verteidigt. This is positive. Also es ist positiv. So we want to understand this ship. Also wir möchten verstehen, dass dieses Schiff, Are we going to take its journey nehmen wir nun seine Reise, and place it consecutively after Sunday law, consecutive, one after the other? wir werden es schrittweise nach dem Sonntagsgesetz könnten wir es markieren. And we're going to mark Alexandria, the ship of Alexandria, as a history after Sunday law. Und wir markieren die Erfahrung des Schiffes von Alexandria nach dem Sonntagsgesetz. Or are we going to take our two ships, Oder nehmen wir diese zwei Schiffe, our two journeys, welche zwei Reisen sind, as a repeat and enlarge? und nehmen sie als eine Wiederholung und Erweiterung. To really be firm in our decision, Um jetzt diese Entscheidung tun zu können und fest darin zu sein, we need to see the context of the rest of the chapter. müssen wir den Kontext von dem Rest dieses Kapitels betrachten. But if you were to go down to verse 13 and 14, Wenn man zu den Versen 13 und 14 geht, im Kapitel 27, da nun ein schwacher Südwind wehte, meinten sie hätten ihre Absicht erreicht, lichteten die Anker und segelten nahe bei der Küste von Kreta hin. Aber nicht lange danach fegte ein Wirbelwind von der Insel daher, Euroklydon genannt, oder auch Ostwind im Englischen. this is talking about the journey on the ship of Alexandria. Also dies handelt jetzt von der Reise auf dem Schiff von Alexandria. In verse 14, Und in Vers 14, it encounters a problem. da ist jetzt ein Problem, das kommt. There's a storm Da kommt ein Sturm known as Euroclydon. und dieser Sturm ist Euroklydon. It occurs seasonally in that part of the Mediterranean. Und in diesem Teil des Mediterranen Sees Mittelmeer, danke, kommt es immer wieder auf. Today it's called the Levanter, Heute wird es Levanter genannt. and it still occurs in that part of the Mediterranean every year. Und in dem Mittelmeer kommt es jedes Jahr immer noch auf. And the meaning, Und die Bedeutung davon, Euros, Euros Klydon. und Klydon. East, Ost, cyclone. Zyklon. It's an easterly storm. Also es ist ein östlicher Sturm.
as coming from the word euros. Welches von dem Wort Euros kommt. So what strikes this boat is the east wind. Also was dieses Boot nun trifft, ist dieser Ostwind. So the east wind strikes, Also dieser Ostwind trifft nun ein. and what does the east wind mean in Bible prophecy? Und was bedeutet dieser Ostwind in biblischer Prophetie? Islam. Islam. But before the east wind strikes, Aber bevor dieser Ostwind jetzt nun zuschlägt, there's a south wind. kommt ein Südwind. In fact, Sogar, if we were to go back a couple of verses, wenn wir noch 2 Verse zurückgehen würden, there the city of Lycia. da sehen wir, dass die Stadt Lycia Means the wise, bedeutet die Weisen. and Paul gives them a message. Und Paulus gibt ihnen eine Botschaft. There's 2 times in this voyage Da gibt es zweimal in dieser Reise, where Paul gives them a message. wo Paulus eine Botschaft ihnen gibt. Here, Einmal hier he gives a message to Felix and Agrippa gibt er eine Botschaft zu Felix und Agrippa, that they reject. welche sie ablehnen. Once more, Und dann noch einmal Paul gives a message to the leadership that they reject. gibt er sie nochmal zu der Leiterschaft, die sie ablehnen. The second time you find that scenario Und das zweite Mal, wo man dieses Szenario sieht, is at Lycia, ist in Lasea, where Paul says, wo Paulus sagt, don't set sail, tut nicht Segel setzen, don't go on this journey you're wanting to embark on. geht nicht auf diese Reise, die ihr anfangen möchtet. If you do, Wenn ihr dies tut, you may lose your life dann mögest du wahrscheinlich eventuell dein Leben verlieren and the cargo and the ship. und die Fracht und das Schiff. And they ignore him. Und sie ignorieren ihn. So Paul gives a message to the leadership here that is rejected. Also Paulus gibt eine Botschaft zu der Leiterschaft hier, die abgelehnt wird. He gives a message to the leadership here that is rejected. Und er gibt auch hier eine Botschaft zu der Leiterschaft, die auch wiederum abgelehnt wird. And they reject it Und sie lehnen es ab, because they have the right conditions denn sie haben die richtigen Umstände, to set sail. um Segel zu setzen. And that is a south wind. Und dies ist der Südwind. So if you're a ship, Also wenn du ein Schiff bist and we're talking about Bible prophecy, und wir über die biblische Prophetie hier reden, is a wind good or bad? ist ein Wind gut oder schlecht? Depends. Es kommt drauf an. This one's good. Dieser hier ist gut. Because if you're a ship, you need wind. Denn wenn man ein Schiff ist, dann braucht man ja Wind. You want wind that's going to take you in the right direction. Und man braucht Wind, der einen in die richtige Richtung bringt. They see this favorable south wind Und sie sehen hier diesen guten Südwind, that's good for the ship, welches gut für das Schiff ist. and that is what compels them to start their journey Und das ist, was sie dann überzeugt, diese Reise anzufangen. from where they were meant to stay. Wovon sie eigentlich hätten bleiben sollen. But they should have known that the south wind would be followed by an east wind. Aber sie hätten wissen sollen, dass der Südwind von einem Ostwind gefolgt wird. And this wind is not a good wind for the ship, Und dieser Wind ist kein guter Wind für das Schiff, but it's destructive. aber sehr zerstörend. So we'll describe what that looks like. Und wir werden beschreiben, wie dies dann aussieht. You can tell me if you see it the same way. Und ihr könnt mir sagen, ob ihr das in der gleichen Art und Weise seht. We come to a point in our voyage Wir kommen zu einem Punkt in unserer Reise, where you can talk about the wise, wo man über die Weisen redet, because the parable of the 10 virgins denn das Gleichnis der 10 Jungfrauen is now going to be repeated. wird nun wiederholt werden. We're at Lycia, Wo in Lasea 1989. 1989. Here, Paul gave a message to the leadership that was rejected. Hier gab Paulus eine Botschaft zu der Leiterschaft, die abgelehnt wurde. It's the same waymark. Und das ist die gleiche Wegmarke hier. Paul gives a message to the leadership that's going to be rejected. Paulus gibt hier wiederum eine Botschaft an die Leiterschaft, die abgelehnt wird. They want to go on their journey anyway. Sie wollen dennoch auf ihre Reise gehen, What Reagan was calling in this history was Reagan in dieser Zeitperiode Folgen genannt hat. setting up a new world order. Er hat es genannt, eine neue Weltregierung. Because they have a south wind Denn sie haben einen Südwind, that suits them. das ihnen gefällt oder passt. And what's the south wind? Und was ist dieser Südwind? There's conflict,
Da gibt es Konflikte with the king of the south. mit dem König des Südens. The United States was winning. Die Vereinigten Staaten haben gewonnen. So they set sail Also sie setzen hier die Segel with the fall of the king of the south, mit dem Fall des König des Südens. but they should have expected Aber sie hätten erwarten sollen, the east wind. sie hätten diesen Ostwind erwarten sollen. Because Ellen White says Denn Ellen White sagt, the east wind follows the south. der Ostwind folgt dem Südwind. So if you see the activity of the south, Also wenn man die Aktivität des Südens sieht, you know it's going to be followed by the east. dann weiß man, dass es von dem Osten gefolgt wird. So right now we're talking a lot about the king of the south. Also jetzt, momentan, unterhalten wir uns sehr viel über den König des Südens. So we know what's going to follow Also dann wissen wir, was dem folgen wird. is the east or Islam. Also das wird der Osten sein, beziehungsweise Islam. They set sail at 1989 with a favorable south wind. Also 1989 setzen sie Segel mit einem Wind, der gut passt. They head straight into the east wind, Und sie gehen direkt auf den Ostwind zu, which almost destroys the vessel. welches fast das Schiff zerbrechen lässt. So I'm suggesting Also schlage ich vor, these two journeys dass diese zwei Reisen are a repeat and an enlarge. eine Wiederholung und Erweiterung sind. This is the ship of Adramyttium. Also dies ist das Schiff von Adramyttium, It's going to take you from 1989 to Sunday law. das uns von 1989 bis zum Sonntagsgesetz bringt. And it talks about abiding in death. Und es redet oder handelt davon, im Tod zu verweilen. But now we have a good ship. Aber jetzt haben wir ein gutes Schiff And we can see it also in 1989. und wir können es auch in 1989 sehen. I'm going to repeat the story of the wise virgins Und wir werden die Geschichte der weißen Jungfrauen wiederholen and of Islam und von im Islam at 9/11. am 11. September. But it takes us backwards Aber es bringt uns hier jetzt wieder zurück. because this is a good ship. Denn dies ist ein gutes Schiff. So it'll take us back to the beginning. Also es wird uns wieder zurück zum Anfang bringen. And we'll go back to the beginning in our next presentation. Und wir werden zurück zum Anfang gehen in unserer nächsten Präsentation, If you'll kneel with me in prayer. wenn wir noch zum Abschluss beten können. Dear Father in heaven, Himmlischer Vater, thank you for our blessings. danke für unsere Segnungen. I pray that you'll be with us. Ich bitte, dass du mit uns bist. We want to know more, Wir möchten mehr wissen. not just of your prophecy, Nicht nur von deinen Prophezeiungen, but of who you are. aber sondern auch, wer du bist. We want to understand your character Wir möchten deinen Charakter verstehen and also the times that we're living in, und auch die Zeiten, in denen wir leben. what we need to do to reflect you. Und was wir tun müssen, um dich zu reflektieren. I pray this in Jesus' name. Und ich bitte dies im Namen Jesu. Amen. Amen.